Hallo, heute sind wir in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Ja, also auf unserer Innenanlage oder auf der Außenanlage natürlich auch, wobei auf der Außenanlage sind unsere Kurzkreine oder Zwergwacker nicht mit. Aber auf unserer Innenanlage sind die Orangs oder Sumatra-Orang-Utans genauer gesagt und in dem Fall halt unsere Hullmänner. Die Hullmänner halten sich gerade so ein bisschen zurück, aber eigentlich sind sie sehr aktiv. Wird man spätestens sehen, wenn wir gleich zusammen füttern. Und es ist halt so ein belebender Effekt einfach. Die spielen teilweise miteinander, gerade die kleineren, die sich auch natürlich sehr gut kennen. Testen einfach viel aus, checken natürlich auch ab. Teilweise machen sie Blödsinn zusammen. Dass die irgendwie Angst voneinander haben, kann man auch nicht sagen. Also zum Beispiel, wenn wir die Orangs abends abfüttern, gehen die Hullmänner auch mit in deren Käfig noch. Also der Käfig bleibt zwar offen, aber sie haben da keine Angst mitzugehen. Und ansonsten muss man noch ein bisschen gucken halt, wie sich wer verhält. Es gibt da Vorlieben, wie bei uns auch. Manche sind wirklich befreundet, um es mal so auszudrücken. Andere interessieren sich nicht wirklich füreinander. Die Otter sind leider gerade nicht zu sehen, aber ich denke, gleich werden wir sie schon irgendwo finden. Kann auch sein, dass sie gerade zurückgezogen sind in ihrer Höhle, aber eigentlich ist es so untypisch, da sind sie sehr selten. Hallo Avang. Das hier oben ist Farida. Das ist Avang, ihr Sohn. Das da ist Shubi, unser ausgewachsenes Männchen. Und dahinter sind Sexter mit Naila, das ist ihre Tochter. Shubi kommt jetzt erstmal gerade an und guckt, was wir machen. So könnten wir irgendwas Interessantes bei haben. Ja, oben auf dem Baumstamm, das ist Jamuna. Jamuna kam jetzt vor relativ kurzer Zeit erst aus Dortmund zu uns. Also aus dem Zoolauf. Und unsere Hullmänner sind halt hier überall verteilt. Also Wang, der jetzt hier gerade am Klopfen oder ich weiß noch nicht, was er genau da macht oder sich zeigt, ist der erste Orang, der bei uns geboren wurde. Da waren wir auch gar nicht so überrascht, da haben wir mitgekriegt, dass sie halt krank war. Wussten natürlich den Zeitpunkt nicht genau. Der Schwangerschaftstest zeigt in dem Fall auch positiv an. Bei unserer zweiten Geburt, bei Naila, da waren wir überrascht. Weil Naila hatten wir gar nicht so mehr eingeplant, weil ihre Mutter zu diesem Zeitpunkt schon 40 war. Eigentlich sagt man so mit 40 ist bei einem Orang-Weibchen Schluss mit der Aufnahme. Und gleichzeitig, die Gruppe kam vorher aus Basel zu uns, war es einfach so, dass sie was heißt ewig, aber lange Zeit kein Jungtier hatte und es aus Basel hieß, sie wird auch nicht mehr aufnehmen können. Insofern haben wir damit absolut nicht gerechnet. Natürlich haben wir gesehen, dass sie etwas rundlicher wird, aber wir dachten auch, ja gut, sie wird älter, sie bewegt sich weniger und hat halt zugenommen. Da sieht man jetzt Avang gerade, der hier in dem Fall Shubi, also den Papa ärgern muss. Und Shubi ist ein sehr, sehr gutmütiges Männchen, also er erlaubt sehr viel und eigentlich ist er ein bisschen zu nett oft. Deswegen ist er auch manchmal ein bisschen verzogen. Weil er einfach gelernt hat, er kann nichts erlauben. Und der Wang ist so, ja, ein typischer Teenager gerade. Er testet viel aus, ärgert zwischendurch gerne, wie man sieht, wobei Shubi hält ihn jetzt auch schon fest, das findet er jetzt nicht so toll, da hat er jetzt nämlich keine Chance.
Mitunter sieht das manchmal auch ein bisschen rabiat aus, stört mir aber gar nicht, oder stört auch keinen anderen Orang, weil deren Haut einfach viel fester ist als unsere. Die Fingernägel sind fester. Wenn er mit Nyla spielt, kann es manchmal Nyla ein bisschen zu rabiat werden. Sie ist dann halt doch eher das Mädchen dabei und ja, dann schreit sie. In dem Fall kommt Mama in Form von Sexter an und ja, rettet sie sofort. Das ist natürlich ein Aus- und Lerneffekt. Jetzt geht er mal zu Sexter und ärgert sie. Naja, ärgern ist übertrieben, aber er testet halt, wie weit er gehen kann. Bei unseren Orangs und den Hullmännern sind Kurzkranier und Zwergotter. Das sind also asiatische Otter. Sie nutzen halt das Wasser, was man noch hinter uns sehen würde, durchaus. Sie benutzen aber auch stark den Landteil. Mitunter spielen sie wirklich mit dem. Naja, spielen wir jetzt übertrieben. Also eigentlich, wenn Schubi, unser Augenmännchen, zum Beispiel schaukelt, hängen sie in seinem Fell und lassen sich mitschleifen. Das ignoriert unser Männchen auch. Das wird aber garantiert nicht jedes Augenmännchen machen, also manche werden da schon ein bisschen angesäuert. Er ist aber, wie gesagt, echt sehr nett und sehr gutmütig. Gleichzeitig kommen sie aber auch zum Beispiel mit in die sogenannten Schlafkäfige der Orang-Utans. Da haben sie auch keine Hemmungen. Oder sie gehen mit in die Pullman-Absperrkäfige und da haben sie keine Hemmungen. Also sie sind schon ein bisschen dreist, aber natürlich haben sie es auch gelernt. Die anderen bedeuten für sie keine Gefahr. Mitunter wird auch gespielt. Natürlich kann man sich auch mal um Futter streiten, so ist es nicht, aber auch da wissen sie eigentlich, auch wenn sie natürlich von der Kraft nichts gegen den Orang zu setzen haben, es wird mir überlassen. Aber es sind halt alles so Lerneffekte wie bei uns auch und dadurch hat man natürlich nochmal eine Belebung der Anlage und gleichzeitig so eine Nische benutzt, weil ein Orang wird das Wasser außer zum Trinken nicht wirklich nutzen. Die Hullmann schon ein bisschen mehr, die planschen schon mal ein bisschen, aber ins tiefere Wasser gehen die eigentlich auch nicht. Und hier haben wir halt 3 Becken mit unterschiedlichen Tiefen und so haben sie halt auch nochmal einen Lebensraum. Sie haben eine eigene Rückzugsmöglichkeit, wo kein Orang und auch kein Hullmann sie verfolgen könnte, wenn sie es denn wollen. Allerdings sind sie ja so selten, dass wir nicht mal ein Schild da angebracht haben, weil man sie eigentlich nie sieht. Schreibt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht dem Video ein Like zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.